Hallo, liebe Paddelfreunde. Heute nehme ich euch mit auf eine Faltboottour durch den Zrmanja Canyon. Die Zrmanja liegt in Kroatien in der Nähe von Zadar und entdeckt haben wir sie durch einen Ausflug mit Freunden zu der sogenannten Winnetou-Schlucht. Die heißt so, weil da die Aufnahmen zu den Karl-May-Filmen gemacht wurden. Und der imposante Anblick hat mich sofort dazu bewogen zu sagen, hier willst du mit dem Paddelboot nochmal langfahren. Das Boot aufgebaut und gestartet sind wir in Obrovac. Da gibt es also mitten in der Stadt so eine Art Steintreppen, wo man sehr gut und bequem in den Fluss reinkommt. Das ist auch die letzte Stelle, wo man das Boot vernünftig einsetzen kann, denn danach sind die Ufer so sumpfig und schilfig, beziehungsweise dann im letzten Teil eben im Canyon dann so steile Hänge, da kommt man also gar nicht mehr zum Fluss runter. Unterwegs bin ich mit meiner lieben Frau und meinem Kind in einem uralten Puch RZ85, unserem Lumpi, der seine besten Jahre schon weit hinter sich gelassen hat. Landschaftlich ist die Fahrt auf alle Fälle ein richtiger Genuss. Am Anfang sind diese lieblichen, bewaldeten Hügel, wie hier, wo der Fischer gerade seine Netze auswirft, alles schön im Grün und angenehm. Und das wandelt sich, je weiter man fährt, in eine immer schroffere, felsigere Landschaft. Von der anfänglichen Fließgeschwindigkeit ist schon nach ein paar Kilometern kaum noch was zu spüren und der Fluss fließt also wirklich sehr träge dahin. Die Wasserqualität ist also wirklich beeindruckend gut. Richtig klares Wasser, man kann da bis zum Grund gucken, die Wasserpflanzen, die Fische. Also der Fischer hier, der hat auch richtig dicke Dinger da rausgeholt, haben wir beobachtet. Ja, es war gar nicht so leicht, einen Platz für eine Mittagspause zu finden, um sich ein bisschen zu stärken
weil diese Geröllhänge, die gingen direkt ins Wasser. Es war alles sehr steil und deswegen waren wir ganz froh, dass wir hier diesen etwas flacheren Geröllhang gefunden haben und der zusätzlich noch zu unser aller Freude im Schatten lag. Frisch gestärkt und ausgeruht ging es dann wieder weiter. Die Fahrt in dieser sehr engen, kargen Karstschlucht der Zirmanja ist natürlich wirklich sehr beeindruckend. Also uns hat das sehr gut gefallen, wenn da die Felsen neben dir da bis zu 200 Meter hochgehen und du in diesem blauen Wasser dahin gleitest. Das hatte schon was. Was natürlich der Nachteil ist, man kann die Tour auf halber Strecke nirgendwo abbrechen. Also man sollte sich schon mit allem gut versorgen, weil man kommt aus dieser Schlucht dann nicht mehr raus. Ne? Und auch an der Mündung kann man da nicht einfach Schluss machen, sondern man paddelt da in das Novigrader Meer und dann muss man noch ungefähr 6, 7 Kilometer über das Meer paddeln bis zu einem Strand, wo man dann eben rauskommt. Gut, das Novigrader Meer ist jetzt nur so ein kleines Binnenmeer, aber wer sich da unsicher ist, der sollte sich da also schon vorbereiten, was Schwimmwesten und andere Sicherheitsausstattungen betrifft. Ich bin da Richtung Süden gepaddelt über das Novigrader Meer bis Meka Draga. Da gibt es also einen richtig großen, schönen Strand. Da konnten Frau und Kind da sich am Strand vergnügen und das Boot konnte da auch super abtrocknen. Und ich bin dann mit dem Fahrrad Richtung Obrovac wieder gefahren, um das dort abgestellte Auto nachzuholen. Ja, das Fahrradfahren war dann ein bisschen eine Plackerei, weil ich hatte da kein E-Bike oder wenigstens ein normales Fahrrad, sondern wir hatten in dem Urlaub nur das kleine Klapprad meiner Tochter dabei und da war natürlich nicht ganz so angenehm mit diesem kleinen Ding da über 200 Höhenmeter die Berge hochzufahren. Ich hoffe, ich konnte mit meinem kleinen Filmchen euch eine Anregung geben, auch mal so eine Paddeltour zu machen, wenn ihr in Kroatien seid. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr wieder vorbeischaut bei anderen Touren hier auf diesem Kanal. Tschüss.